Servus Leute, ich bin's der Elias, ich hoffe euch geht's gut. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder wie ihr vielleicht sehen könnt, geht's mir nicht so extrem gut. Ich habe meine Schulter jetzt das 3. Mal operieren lassen müssen. Ich will euch einfach ein bisschen die Hintergründe davon zeigen, also wie es zu dem Ganzen gekommen ist, warum sie überhaupt Probleme macht, wie sie ausgekegelt ist und dann weiter zur Operation und wie es jetzt weitergeht. Und zu guter Letzt gibt es ein fettes Giveaway. Und zwar warum? Ich habe 250.000 Abonnenten auf Instagram, kannst du gerne mal vorbeischauen. Und für das habe ich gedacht, ich muss euch was zurückgeben, weil genau ihr seid der Grund, warum ich das eigentlich machen kann. Und das ist mega geil und darum wollte ich euch Danke sagen und ihr einen Haufen Preise. Aber das Ganze kommt im Anschluss, dass ich euch zeige, wie kannst du das gewinnen und was gibt es vor allem zu gewinnen. Ich würde sagen, here we go. So, wie ist es überhaupt zu dem Ganzen gekommen, dass die Schulter so einen Stress macht? Die ganze Geschichte, die ist eigentlich ewig lang und ich könnte ein ganzes Buch drüber schreiben, darum muss ich irgendwie eine Lösung finden, wie ich das kurz halten kann. Ich habe bis dato 3 Operationen gehabt. Die erste Operation war 2015, die zweite Operation war im Jänner 2019 und die dritte Operation war jetzt vor 2 Wochen, auch 2019. Spielen wir ein bisschen zurück. Ganz früher, wo ich ein kleiner Bub war, da habe ich ziemlich viel Fußball gespielt und da habe ich die Schulter sehr oft ein bisschen belastet durch Eishockeyspielen, durch Radfahren, durch Fußballspielen und oft draufgeflogen und dann habe ich die Schulter immer wieder so ganz leicht auskegelt. Also es war so, ich habe das nicht richtig bewusst wahrgenommen, sondern es war wirklich so auskegeln, einkegeln, auskegeln, einkegeln. Und das habe ich sehr oft gehabt, so an die 30, 40 Mal, unter anderem auch im Schlaf, also ich bin in der Nacht aufgewacht, Schulter auskegelt, scheiße. Ist zum Glück wieder selber einkegelt, aber das waren so die Anfänge und das war mega kacke. Das ist dann immer so weitergegangen, dass ich die Schulter, also so mit 13, 14, 15 enorm oft ausgekegelt habe. Und dann 2015 habe ich die Schulter dann untersuchen lassen und dann hat man die erste Operation vollbracht und zwar mit einem J-Span. Für alle, die sich vielleicht schultertechnisch ein bisschen auskennen, J-Span, der wird aus der Hüfte herausgenommen, also wird von der Hüfte an Knochen weggesägt, ein bisschen zugeschliffen und oben wieder eingesetzt. Und nach dieser Operation 2015 hat meine Schulter echt super funktioniert. Ich habe nie mehr Probleme gehabt, es hat alles super funktioniert, bis auf den einen Zeitpunkt, wo ihr auch schon alle gesehen habt, wo ich im Radquartier den Frontflip in die Schnitzelgrube gemacht habe und die Schulter wieder auskegelt habe. Das war während der Six Series und da habt ihr den ganzen Gang gesehen, wie schmerzhaft es ist und wie weh das tut. Yes! Fuck. Yes! Was? Schulterschußkegel. Echt? Ja. Oh je, scheiße. Und das war echt so richtig scheiße, wirklich scheiße, da kann man jetzt mal scheiße sagen, weil das war die erste Luxation, das erste Auskegeln nach der Operation, nach der ersten Operation. Und somit hat das Ganze wieder, das Thema wieder aktuell gemacht und anhand von dem habe ich die Schulter dann nochmal 3, 4 Mal ausgekegelt. Unter anderem in Winterberg einmal beim Dirt Masters in Winterberg haben wir die Schulter nochmal ausgekegelt 2018. Und dann auch beim Skifahren 2018 ein bisschen übermotiviert, genau. Und nachher ist es so weit gekommen, dass die zweite Operation her musste. Und die zweite Operation hat man im Jänner 2019, also Anfang dieses Jahres, in Imst gemacht, in der Medalp in Imst. Da hat man die ganze Schulter gerafft. Also gerafft heißt, man hat alle Bänder ein bisschen angezogen, die Sehnen angezogen und einfach die Schulter, Rotatorenmanschette angezogen. Das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert, die Physiotherapie war sehr gut, ich habe eine gute Regeneration gehabt, konnte dann eigentlich heuer gleich im Mai wieder sehr gut Radfahren, bin in die Staatsmeisterschaft gefahren ohne Probleme, habe mich dann sehr gut gefühlt und habe mich dann auch noch dazu entschlossen, dass ich mir eine Orthese machen lasse, eine Schulterorthese, wo das ganze Gelenk bzw. die ganze Schulter ein bisschen stabilisiert. Hab gedacht, das ist super und so sind wir dann nachher schlussendlich heuer im Sommer nach Kanada gefahren mit der kompletten Sick Media Crew und dann am ersten Riding-Tag in Kanada, bei einer der ersten Abfahrten, habe ich mal die Schulter wieder auskegelt. Und das Video, das habt ihr noch gar nicht gesehen, das zeige ich euch nämlich jetzt. Oh, fuck, Schulter ausgehen. Fuck. Komm.
Und wenn man das Video jetzt so anschaut, ist es eigentlich ein Wahnsinn, wie einfach ich mir die Schulter auskegelt habe. Also ich habe mir die Schulter beim Landen auskegelt. Ich bin nicht ausgeflogen, sondern ich bin einfach ein bisschen schräg von einem Whip gelandet. Und nachher habe ich wirklich mega die Krise gekriegt, weil ich mir gedacht, hey, jetzt habe ich die Schulter schon zweimal operiert und jetzt kegelt sie wieder aus und dann so einfach. Und bin irgendwo in Kanada gewesen und es war einfach nur scheiße. Wir waren in Kanada und ich konnte nicht Rad fahren. Du bist in Whistler, aber kannst nicht Rad fahren. Du kannst bei Crankworx mitfahren, beim Whip-Off, aber kannst nicht mitfahren, weil deine Schulter wieder mal ausgehebelt ist. Sehr, sehr schade. Und nachher bin ich gleich, nachdem wir wieder zurückgekommen sind nach Österreich, bin ich direkt wieder zur Medalp gegangen und habe mir die Schulter anschauen lassen. Da ist dann eine Operation noch in den Sinn gekommen, und zwar die Latarjet-Operation. Für die Latarjet-Operation hat mich die Medalp nach Berlin geschickt, weil in Berlin ein ganz spezieller Doktor ist. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sagen soll. Also jeder, der vielleicht Probleme hat und eine neue, geile Schulter will, dem schreibe ich sie gern als Privatnachricht. Und auf jeden Fall, der Doktor hat mir von Anfang an extrem gut getaugt und der hat mir dann schlussendlich vor 2 Wochen in Berlin operiert. Und zwar die Latarjet-Operation. Die Latarjet-Operation ist eigentlich sozusagen eine Operation, in der da vorne so ein bisschen... Hä? Bevor ich euch jetzt aber lang versuche, Sachen zu erklären, die aber selber nicht check, wie die ganze Operation abgelaufen ist und was man da überhaupt gemacht hat und was das für einen Sinn hat, habe ich euch unten ein Video verlinkt und das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist die Latarjet-Operation und da seht ihr ganz genau, wie man das macht. Das ist so mit einer GoPro gefilmt und zur POV-Aufnahme sieht man genau, was man gemacht hat. Also alle, die ein bisschen was Grausliches aushalten, checkt es euch aus, echt mega interessant. Und jetzt hoffe ich, dass die Schulter hält. Beziehungsweise der Doktor, der hat mir gesagt, dass die Schulter wieder sehr, 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 sehr gut wird und ich bin da davon überzeugt. Ich habe jetzt enorm viel Physiotherapie, trainiert ziemlich oft, habe oder in meinem Büro so ein bisschen ein Spielzeug, wo ich immer wieder den Arm ein bisschen bewege. Bis ich wieder ganz fit bin, dauert es sicher ein halbes Jahr. Aber dafür komme ich dann zurück und mit einer mega lässigen Schulter, die vor allem wieder hält, die funktioniert. Und dann habe ich wieder richtig Bock zum coole Videos machen, zum Challenges machen und zum einmal mit euch zusammen irgendeine geile Scheiße zu machen. Und ich bin mega motiviert auf nächste Saison, von dem her kann es nur gut werden. Und für alle, die jetzt da irgendwelche Fragen dazu haben oder selber Probleme mit der Schulter haben, ihr könnt mir das gerne im Chat schreiben oder unten als Kommentar, ich antworte euch darauf. Weil auch bei mir war das sehr schwierig, dass mir eigentlich niemand genau sagen hat können, was ist jetzt mit der Schulter falsch und was nicht. Und vor allem weiß ich, dass es sehr viele Leute gibt im Radbereich, die Probleme mit der Schulter haben, zum Beispiel Stevie Schneider. Es gibt da noch ganz viele. So, bevor ich euch jetzt noch länger auf die Folter spanne, kommen wir zum Gewinnspiel. Ihr habt echt extrem viel Zeug auftreiben können. An der Stelle vielen Dank an all meine Sponsoren, die das Ganze eigentlich ermöglichen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie könnt ihr das gewinnen? Und zwar, es ist ganz einfach. Unter dem Video ist ein Link zu meinem Instagram-Kanal. Dort habe ich ein Foto gemacht mit dem Giveaway-Titel und dort müsst ihr einfach nur 3 Freunde unterhalb dem Foto markieren. Ihr müsst das Foto liken, mir folgen und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei und habt die Chance, alles coole Zeug zu gewinnen. Und das Coole ist, ihr könnt so oft wie ihr wollt teilnehmen. Hauptsache ihr markiert immer 3 Freunde, weil jedes Ticket zählt. Also ihr könnt so viele Kommentare schreiben, wie ihr wollt, jedes Ticket zählt. Also gibt's Gas. So, und jetzt gehen wir kurz durch, was wir überhaupt alles haben. Das ist der Hauptpreis vom Bikepark Braunertal und zwar, es geht um 2 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel Walliserhof plus 2 Tage Bikepark. Also ein mega cooles Wochenende zu gewinnen im Bikepark Braunertal. Dann der zweite Hauptgewinn, gehen wir weiter. Es ist eine nagelneue GoPro Fusion. Es gibt ein Rennjersey von mir zu gewinnen. Ein originales Rennjersey. Jetzt packe ich die Kamera und dann zeige ich euch, was es noch mehr gibt. So, wir haben da ein paar Beanies und ein paar Caps. 4 Continental der Baron Project Reifen. Wir haben unter anderem 2 Packs Desire T-Drink. Mega lässig, müsst ihr euch mal auschecken. Fox Transfer Sattelstütze. Ein komplettes Bremsenset von Magura und zwar für vorne und hinten mit Scheibe eine MT5. 2 Alcantara-Sättel von Esculap, die gefallen mir mega. Dann geht's weiter, wir haben 2 Lenker von Esculap. Nochmal 2 Sättel von Esculap. Wir haben einen Helm von Fox. Wir haben eine nagelneue Brille von Fox. Wir haben einen Duschbag-Rucksack
Ein Pedal von Crank Brothers, Klicks natürlich. Wie schon erwähnt, die GoPro Fusion. Dann haben wir eine Trinkflasche von Powerbar. Nagelneuen Atlas Brace. Yes. Zu den Klickpedalen noch Schuhe. Mega lässig. So, da haben wir jetzt echt viele und vor allem mega lässige Preise und jetzt liegt's an euch. Also, geht's auf meinen Instagram-Kanal, kommentiert's unter dem Bild, markiert's 3 Freunde und das Coole ist, ihr könnt das Ganze so oft machen, wie ihr wollt. Jeder Kommentar ist ein Ticket, Hauptsache ihr markiert's 3 Freunde. Und das nächste Coole ist, jeder einzelne Preis wird einzeln verlost. Das heißt, es gibt extrem viele Gewinner. Also, ich wünsche euch viel Glück und danke euch. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal wieder ein bisschen was anderes, ein bisschen was Informatives über meine Schuld, über mich, über das Gewinnspiel. Ich freue mich schon mega auf nächstes Jahr, da gibt es wieder RAL-Videos, bin mega motiviert zum Videos machen. Und genau, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf YouTube, tut die Glocke markieren und dann verpasst ihr nichts mehr. Freut mich mega. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!